Elisha. Do you remember what he said when his servant came and said, look, they're coming to get you? Wisst ihr noch, was Elisa sagt, als sein Diener zu ihm kommt und sagt, sie kommen, um dich zu holen? Elisha prayed and said, Lord, open my servant's eyes so that he can see the heavenly host. Elisa betet und sagt, Herr, öffne die Augen meines Dieners, damit and all of a sieht. sudden, that servant's eyes were open and he could see a countless number of people. Und die Augen des Dieners werden geöffnet und er sieht diese unzählbare Schar an Engeln. And this is what's amazing to me. Seht ihr, das ist erstaunlich für mich. Elijah proclaims with a loud voice. Elia verkündet hier mit lauter Stimme. Ellen White says that it is trumpet-like tones, very clear. Ellen White sagt, es war wie der Ton einer Trompete, klar. The person running the techniques. Nun, die Person, die für die Technik zuständig ist. Do I have the capabilities of reverb on this? Haben wir hier die Möglichkeit, einen Hall einzufügen? Yeah? Let me know. This is what he says. So, er sagt, ich möchte, dass ihr das hört. Das ist nämlich das, was er jetzt sagt. Yeah? Okay, he says this. Also, er sagt Folgendes. How long will you falter between two opinions? Wie lange werdet ihr hin und her schwanken zwischen zwei Meinungen? If the Lord be God, wenn der Herr Gott ist, follow him. Folgt ihm nach. But if Baal, then follow him. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? It echoes through the entire valley. Das schallt durch das ganze Tal. People without a doubt hear Elijah's words. Und ohne Zweifel haben die Menschen die Worte Elias gehört. And yet, in spite of that, not one says anything. Und trotz allem gibt es nicht einen einzigen, der etwas sagt. The reason they haven't said anything is because they are all in fatal apostasy to God. Und der Grund, warum keiner etwas sagt, ist, weil sie alle in totalem Abfall von Gott waren. You see, when God speaks to us, schaut, wenn Gott zu uns spricht, if we do not follow His will now, wenn wir Gottes Willen dann nicht folgen, we will have a difficult time to follow Him in the next step. Dann werden wir Schwierigkeiten haben, dem nächsten Schritt zu folgen. She writes each departure from right doing. Sie schreibt jede Abkehr von dem, was richtig ist. Each refusal to repent. Jedes sich verweigern, zu bereuen und umzukehren. Had deepened their guilt and driven them further from heaven. Hatte ihre Schuld vergrößert und hat sie noch weiter vom Himmel wegbewegt. And now in the crisis, und jetzt in der Krise, they persisted in refusing to take their stand for God. Halten sie daran fest und verweigern sich weiter, sich auf Gottes Seite zu stellen. If we refuse to take our stand for God, wenn wir uns weigern, uns auf Gottes Seite zu stellen, He is testing our allegiance to Him now. Er prüft unsere Treue ihm gegenüber. I mean, right now, in the heavenly court. Nun, jetzt in diesem Augenblick in den himmlischen Höfen. Right now, the investigative judgment is going on. Findet das Untersuchungsgericht statt. God is testing each and every one of us. Und Gott prüft jeden einzelnen von uns. And He wants to know whose allegiance we serve. Und er möchte wissen, wem gehört unsere Treue? Are we serving Baal or are we serving God? Dienen wir Baal oder dienen wir Gott? You know, this verse came to mind. Schaut, mir kam dieser Vers in den Sinn. In Matthew chapter 10, verse 18. Matthäus Kapitel 10, Vers 18. Matthew 10:18, Jesus' words come very clear. In Matthäus 10, Vers 18 kommen die Worte Jesu ganz klar. He says, "You will be brought before governors and kings for my sake." Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen um meinetwillen. As a testimony to them and to the Gentiles. Ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Do you understand what this means? Verstehst du, was das bedeutet? That means we will be called to stand before rulers of this world. Das heißt, dass wir in die Situation kommen werden, dass wir vor Herrschenden in dieser Welt sprechen müssen. We have to give an account for what we believe. Und dass wir eine Erklärung über das abgeben, was wir glauben. And I'm telling you, that could be scary. Und ich kann euch sagen, das kann
uns Angst machen, without the ability of knowing that the heavenly host is around you and above you, wenn wir nicht in der Lage sind zu wissen, dass in dem Moment die himmlische Welt um uns herum und über uns präsent ist, it is downright scary. dann ist es einfach nur I furchteinflößend. remember last year, about a year and a half ago, 1,5 Jahre zurück I was in Durban, South Africa. war ich in Südafrika, in Durban. I was preaching an evangelistic series there. Wir hatten dort eine Evangelisationsreihe. It was held outside for 10 days straight. 10 Tage lang unter freiem Himmel. When I say outside, I'm not talking under a tent. Und wenn ich sage unter freiem Himmel, dann meine ich damit nicht in einem Zelt, I'm saying outside in a tennis court stadium. sondern es war unter freiem Himmel in einem Tennisstadion. I had to give a speech downtown City Hall in Durban. Ich hatte einen Vortrag in der Stadthalle von Durban I was standing right next to the mayor of Durban. und ich stand dort neben dem Bürgermeister von Durban. And I had to give a very brief speech as to who we are as Seventh-day Adventists. Und ich sollte eine kurze Erklärung darüber geben, wer sind wir als Sieben-Tags-Adventisten. I'll tell you, that's kind of scary when you have thousands of people looking at you. Und ich sage euch, da war mir schon komisch im Bauch, wenn da Tausende von Leuten mich anschauen. You and I will have to give an account one of these days. Du und ich, wir werden in diesen Tagen solch eine Erklärung abgeben müssen. It may not be to a governor. Vielleicht nicht gegenüber einem Bürgermeister, It may not be to a king. vielleicht auch nicht gegenüber einem König, But it may be to a human judge within a court of law. aber es könnte vielleicht ein Richter sein in einem Gerichtsraum. When all the people who worship on Sunday are pointing fingers at you saying, you do not bow the knee on Sunday. Wenn all die Leute, die am Sonntag Gott anbeten, auf dich zeigen und sagen, du neigst dein Knie nicht am Sonntag. We will be the ones that will have to give an account for what we believe. Wir werden diejenigen sein, die eine Erklärung für And das I will- abgeben müssen, was wir glauben. And I will tell you this. Lasst mich euch Folgendes sagen. As we approach the close of this world, Wenn wir dem Ende dieser Welt näher kommen, these very things are becoming more and more a reality. diese besonderen Dinge werden mehr und mehr Wirklichkeit werden. If you cannot hide God's word in your heart, Wenn du Gottes Wort nicht in deinem Herzen festhalten kannst, what are you going to be able to say when it comes to giving an account for what you believe? was wirst du dann sagen, wenn du gefragt wirst, warum du die Dinge glaubst? You see, this showdown that took place with Elijah, Schaut, dieses Duell, in dem sich Elia hier befindet, this is a very real showdown that each of us will have to face. das ist eine ganz reale Situation, die jeder von uns erleben wird. And it will demand our ability to know God's word. Und es wird von uns die Fähigkeit verlangen, Gottes Wort zu kennen. Who will be able to stand? Wer wird stehen können? Only those who identify themselves with God. Nur die, die sich mit Gott identifizieren. Those who will step up to the plate and say, I will do this. Die nach vorne kommen können und stehen vor den Leuten und sagen, ich werde das tun. People who are willing to take the stand forward and say, Lord, I take my allegiance and my pledge to you, and to you only will I serve. Menschen, die bereit sind, einen Schritt vorwärts zu tun und zu sagen, Herr, dir gebührt meine ganze Treue. Do you know what is required of that man or that woman or that young person to take a stand for God? Wisst ihr, was von diesem Mann, von dieser jungen Person vielleicht verlangt ist, um diesen Schritt machen zu können? I will tell you, this is what is required of that person. Ich werde euch sagen, was es ist. Das wird es sein. It will require that your will and your plans for your life become second to God's will and plan for your life. Es wird sein, dass dein eigener Wille und deine Pläne für dein Leben die zweite Stelle einnehmen hinter Gottes Willen für dein Leben. If you will not be willing to submit all your ideals to allow God's ideal to come forward, then it is you taking over and not God. Wenn du nicht bereit bist, all deine Ideale Gottes Idealen zu unterstellen, dann what was it? It's your will instead of God's will. Dann wird es im Endeffekt nur dein Wille sein, der regiert und nicht Gottes Wille. See, I don't know whether you know my story, Ich weiß nicht, ob ihr meine Lebensgeschichte kennt, but I had a tremendous opportunity.
Aber ich hatte eine unglaubliche Gelegenheit. I'm curious, how many of you have heard my plane crash story before? Wer kennt diese Geschichte von meinem Flugzeugabsturz? That's quite a few. So, also wenige sind es. Also doch einige. For you who don't know my story, Also für die, die die Geschichte nicht kennen, I'll just tell you very briefly. ganz kurz möchte ich sie euch erzählen. I was in a small plane crash. Ich war in einem kleinen Flugzeugabsturz. The pilot of the plane was killed instantly. Der Pilot des Flugzeugs wurde sofort umgebracht, also starb dabei. I was not killed. Ich nicht. That's why I'm still here. Deswegen kann ich heute noch hier vor euch stehen. But before that accident, Aber vor diesem Unfall I had an opportunity to photograph in Hong Kong. hatte ich in Hongkong fotografiert. And I had incredible opportunities there. Und ich hatte unglaubliche Möglichkeiten dort. At the age of 20, I was given the opportunity to photograph there. They were going to give me a place to stay and a very big, attractive amount of money. Im Alter von 20 bekam ich sozusagen das Arbeitsangebot, in Hongkong zu leben, sehr, sehr viel Geld zu bekommen und gute Fotos zu schießen. But I had to ask that it was God's will to be done and not my will. Aber ich musste in dem Moment fragen, dass Gottes Wille in meinem Leben passiert und nicht mein Wille. Do you understand the difference between the two, between our will and God's will? Kennt ihr diesen Unterschied zwischen Gottes Willen und mein Wille? God's will is that all men be lifted up. Gottes Wille ist, dass alle Menschen erhoben werden. My will is that I be lifted up. Und mein Wille ist, dass ich erhoben werde. Do you see, that's the difference. Siehst du, das ist der Unterschied. When you look at the TV commercials, the posters, the advertising that is bombarding us now, Wenn du die Fernsehwerbung siehst, die Plakate, die uns von allen Seiten bombardieren, none of that is God's will. nichts von all dem ist Gottes Wille. All of that is about lifting self higher. In allem von denen geht es darum, dass das Ich höher erhoben wird. And that's a different understanding, a different way of living than living for God. Und das ist ein anderes Lebensverständnis, als für Gott zu leben. So Elijah's standing there in front of all these people. Elia steht nun also vor all diesen Menschen. God had chosen him to take that stand. Und Gott hatte ihn erwählt, diesen Stand einzunehmen. He had submitted his will to God. Er hatte seinen Willen Gott ganz übergeben. And the showdown takes place. Und das Duell beginnt. And these 450 prophets of Baal, they cut up the bull. Und diese 450 Baalspriester zerteilen den Stier. They make this altar, they lay it upon the wood. Und sie machen diesen Altar und sie legen das Tier auf das Holz. Now you can imagine, I envision what Elijah was doing. Nun, ich stelle mir vor, was Elia jetzt macht. He's standing there and he's just watching very closely that altar. Er steht dort und er schaut diesen Altar an, sehr genau. These 450 prophets go around making a total fool of themselves. Diese 450 Propheten machen sich total zum Narren. They work themselves into this frenzy. Und sie beginnen mit diesem unglaublichen Tanzen. From early in the morning until late in the evening. Vom frühen Morgen bis spät abends. They're jumping up and down. They're, oh, Baal, hear us! Oh, Baal, hear us! Sie tanzen herum und sie rufen mit Baal, höre uns. They're cutting themselves. Sie fangen an, sich selber zu ritzen. They're doing all kinds of stupid things to themselves. Sie tun jede Menge unsinniger Dinge mit sich selber. But these priests were very crafty. Aber diese Priester waren sehr handwerklich They begabt. were hoping that in the midst of that, a few of them could come with a match and just light that wood. Und sie hatten sich das so überlegt, dass in diesem Ganzen so zwischendrin mal jemand mit dem Streichholz kommen könnte. If you've ever tried to make a fire before, Wenn du schon mal versucht hast, Feuer zu machen, you know that back then they didn't have gasoline. wir wissen, damals hatten sie noch kein Benzin, ja. So there was no way to just take a match and throw it in there. Just Also da konnte man nicht einfach jetzt ein Streichholz werfen und dann hätte man Benzin drüber gegossen und dann geht you das know in it Flammen takes auf. kindling and it takes a lot of fanning Wisst ihr, man to muss get that da fire going. also sehr mühsam mit
dieses Feuer anfachen. Ja. And we see Elijah standing there watching them to make sure that they're not trying to light the fire. Und wir sehen, wie Elia ganz genau aufpasst, dass sie da nicht tricksen. Oh yeah, a few of them tried, Ja, ein paar haben es sicherlich probiert. but Elijah was there